377 km/h, schneller als jeder Jagdflieger der Welt. Und das war kein Kampfflugzeug, das war ein Postflugzeug für 4 Passagiere. Die Alliierten hatten moderne Jäger. Deutschland hatte 1932 kaum eine Luftwaffe und trotzdem baute Ernst Heinkel ein Flugzeug, das alles überholen konnte. Das ist die Geschichte der Heinkel He 70, einem Flugzeug, das Deutschland in die Luft zurückbrachte, eine Obsession entfachte und einen Mann tötete, dessen Tod den Verlauf des Zweiten Weltkriegs veränderte. Doch um zu verstehen, warum das alles so kommen musste, müssen wir zurück ins Jahr 1931 und zu einem amerikanischen Flugzeug, das Deutschland in Panik versetzte. Im Herbst 1931 stellte Lockheed in den USA die Model 9 Orion vor. Ein einmotoriger Tiefdecker, schlank, mit einziehbarem Fahrwerk und einer Höchstgeschwindigkeit von knapp 355 km/h. Für ein Passagierflugzeug war das eine Sensation. Schneller als viele Militärjäger der Zeit. Für die deutsche Lufthansa war das ein Problem. Die Schweizer Airline Swissair hatte die Orion bereits bestellt, für die Strecke Zürich-München-Wien. Wenn Swissair schneller war als Lufthansa, war das nicht nur ein kommerzielles Problem. Es war eine Frage des nationalen Ansehens. Deutschland hatte nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler Vertrag jede Form einer Luftwaffe verloren. Was blieb, war die Zivilluftfahrt. Und die war der sichtbarste Beweis dafür, was Deutschland technisch noch konnte. Einen solchen Rückstand gegenüber der Schweiz konnte sich niemand leisten. Lufthansa wandte sich an Ernst Heinkel. Der Auftrag: ein Flugzeug, das die Orion schlägt. Mindestens 285 km/h, 2 Piloten, 4 Passagiere, Postraum. Und das in 6 Monaten. Heinkel begann mit der He 65, einem Tiefdecker mit festem Fahrwerk und Sternmotor. Solide, aber zu langsam. Als im Mai 1932 die ersten Berichte kamen, dass Swissair eine verbesserte Orion mit über 300 km/h in Betrieb nehmen würde, war die He 65 schon wieder überholt, bevor sie fertig war. Heinkel traf eine Entscheidung. Kein Kompromiss, kein Aufholen, Überholen. Er wechselte vom Sternmotor auf einen wassergekühlten Reihenmotor. Aerodynamisch sauberer, besser verkleidbar. Er gab das feste Fahrwerk auf und baute eines, das einziehbar war. In Deutschland zu diesem Zeitpunkt ein Novum im zivilen Luftverkehr. Und er übergab das gesamte Projekt an die Brüder Siegfried und Walter Günther, 2 seiner besten Konstrukteure. Die Vorgabe war klar: Aerodynamik über alles. Jeder Millimeter zählt. Am 1. Dezember 1932, dem 10. Jahrestag der Heinkel-Werke, hob der erste Prototyp der He 70 in Warnemünde ab. Chefpilot Werner Jung am Steuer. Das Fahrwerk blieb beim Erstflug sicherheitshalber ausgefahren. Es machte kaum einen Unterschied. Schon bei diesem Flug zeigte die He 70, was sie konnte. Was sie besonders machte, war nicht eine einzelne Entscheidung. Es war die Summe von vielen. Der Motor, ein BMW 6V12 mit rund 750 PS, saß in einer extrem eng anliegenden Verkleidung. Keine unnötige Wölbung, kein überflüssiger Zentimeter, gekühlt nicht mit Wasser, sondern mit Ethylenglykol. Frostschutzmittel. Der höhere Siedepunkt erlaubte einen deutlich kleineren Kühler, der bei Bedarf vollständig in den Rumpf eingezogen werden konnte. Mehr Geschwindigkeit auf Knopfdruck. Die Nieten in der Außenhaut waren alle versenkt. Jede einzelne. Der Rumpf fühlte sich an wie poliertes Metall. Weil er das im Grunde war. Und dann waren da die Flügel. Elliptisch in der Form. Eine Silhouette, die wenig später Diskussionen auslösen würde. Denn als Jahre später die Supermarine Spitfire auftauchte, sahen manche Beobachter sofort die Ähnlichkeit. Der Vorwurf: die Briten hätten die He 70 kopiert. Die Spitfire-Konstrukteure wiesen das zurück, und die Wahrheit ist nüchterner. Die Vorteile elliptischer Flügel waren seit 1907 bekannt. Heinkel selbst hatte damit schon 1925 experimentiert. Es war keine Kopie, es war derselbe physikalische Gedanke an 2 verschiedenen Orten zur gleichen Zeit. Im März und April 1933 setzte Lufthansa-Pilot Untucht mit der He 70 8 Weltgeschwindigkeitsrekorde. Darunter 357 km/h über 100 Kilometer mit einer Tonne Nutzlast.
Das schnellste Serienflugzeug der Welt. Schneller als der britische Hawker Fury, der damals beste Serienjäger der Royal Air Force. Ein Passagierflugzeug, das Militärmaschinen abhängte. Das hatte die Welt noch nicht gesehen. Ab dem 15. Juni 1934 flog die He-70 regulär im Linienbetrieb auf der sogenannten Blitzroute zwischen Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt. Wer morgens in Berlin aufbrach, konnte abends wieder zurück sein. Für die damalige Zeit war das eine Revolution im Reiseverkehr. Auf der Pariser Luftfahrtschau im November 1933 war die He-70 bereits der Star. Deutschlands Luftfahrtprestige, jahrelang durch den Versailler Vertrag gedrückt, war mit einem einzigen Flugzeug spürbar gestiegen. Lufthansa taufte die Maschine offiziell Blitz. Der Name passte, und er sollte noch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Die He-70 war inzwischen auch bei der Luftwaffe angekommen. Als Aufklärer, als Kurierflieger, in kleinen Stückzahlen als Leichtbomber. Militärisch war sie nie überzeugend, zu leicht bewaffnet, zu wenig gepanzert. Aber sie war schnell, und Schnelligkeit galt als Argument. Am 3. Juni 1936 startete General Walter Wever in Dresden in einer He-70. Wever war kein gewöhnlicher Offizier. Er war Generalstabschef der Luftwaffe, der erste überhaupt und einer der wenigen Männer in einer Führungsposition, der wirklich verstand, was strategische Luftmacht bedeutete. Während die meisten seiner Kollegen an taktische Unterstützung für das Heer dachte Wever weiter. Er hatte für den Bau einer deutschen Schwerbomberflotte gekämpft, ein viermotoriges Flugzeug, das England erreichen konnte. Das Programm trug den Codenamen Uralbomber, ein Werkzeug, das den Krieg von Beginn an anders hätte verlaufen lassen. Die He-70 hob ab und stürzte sofort ab. Die Ursache war banal bis zur Tragödie. Die Querrudersicherungen waren vor dem Start nicht entfernt worden. Ein Verfahrensfehler beim Pre-Flight-Check. Wever starb noch am Absturzort. Mit ihm starb mehr als ein General. Der einzige ernsthafte Fürsprecher für eine strategische Bomberflotte war weg. Was folgte, war eine Luftwaffe, die taktisch dachte, nicht strategisch. Kurze Reichweiten, mittlere Bomberzuladungen, kein Plan für einen langen Krieg aus der Luft. Das Uralbomberprogramm wurde still begraben. Die Konsequenzen wurden spätestens in der Battle of Britain sichtbar, als die Heinkel He-111 und die Dornier Do 17 versuchten, England niederzubomben. Zu langsam, zu leicht bewaffnet, zu kurze Reichweite. Keine Möglichkeit, die Rüstungsindustrie im britischen Landesinneren ernsthaft zu treffen. Die Luftwaffe war gebaut worden, um Schlachten zu unterstützen, nicht um Kriege alleine zu entscheiden. Wever hätte das anders gebaut, aber Wever war tot. In einer He-70, in einem Flugzeug, das eigentlich für die Post gebaut worden war. Die militärische Karriere der He-70 endete schnell. Im Spanischen Bürgerkrieg, wo die Legion Condor ab Herbst 1936 mit He-70F-Aufklärern flog, funktionierte das Konzept zunächst noch. Republikanische Jäger kamen kaum heran. Die He-70 hatte die Reichweite, um weit hinter die feindlichen Linien zu fliegen, und die Geschwindigkeit, um danach wieder herauszukommen. 18 Maschinen flogen Aufklärungsmissionen, einige auch Bombeneinsätze gegen Ziele in Nordkatalanien. Aber als der sowjetische Polikarpow I-16 in größerer Zahl auftauchte, war der Vorsprung weg. Ein einzelnes Maschinengewehr in der Heckkanzel gegen einen modernen Einsitzer, das war kein Kampf, keine Panzerung, kein Spielraum für Nachrüstung. Die He-70 wurde durch die Dornier Do 17 ersetzt und die verbliebenen Maschinen an die spanischen Nationalisten übergeben. Einige flogen dort noch bis in die frühen 1950er Jahre. Heinkel versuchte es noch einmal. Die He-170 für Ungarn mit einem französischen Nom-Rhône-Sternmotor, der die schlanke Linie des Rumpfes konterkarierte. 20 Stück gebaut, kurzes Frontleben gegen sowjetische Kräfte im Sommer 1941, dann schnell zurückgezogen. Die He-270 mit dem 1175 PS Daimler-Benz DB601 brachte immerhin 460 km/h. Aber das Grundproblem blieb. Zu leicht, zu verwundbar, nie in Serie gegangen. Was blieb, war etwas anderes.
Die Heinkel He 111, später das Rückgrat der deutschen Bomberflotte, trug die elliptischen Flügel und den glatten ovalen Rumpf der He 70 in einer zweimotorigen Konfiguration weiter. Die Handschrift der Günther-Brüder war unverkennbar. Wer beide Flugzeuge nebeneinander betrachtet, sieht sofort die Verwandtschaft. Und dann war da Japan. Die kaiserlich-japanische Marine importierte eine He 70, studierte sie gründlich und baute anschließend die Aichi D3A. Der Trägersturzbomber mit dem elliptischen Flügel, der 1941 Pearl Harbor angriff, trug die DNA eines deutschen Postflugzeugs aus dem Jahr 1932 in sich. Kein anderes Flugzeug der Vorkriegszeit hatte eine so weitreichende, so globale Wirkung. Und genau darin liegt die eigentliche Geschichte der He 70. Sie war zu früh, zu schnell. Schnell genug, um eine Idee in die Welt zu setzen. Bomber müssen keine schweren Festungen sein. Sie können einfach schneller sein als alles, was sie verfolgt. Die Luftwaffe hielt an dieser Idee fest. Durch He 111, Do 17, He 177 und scheiterte immer wieder daran, weil die Gegner schneller lernten als erwartet. Insgesamt wurden rund 320 He 70 in allen Varianten gebaut. Keine einzige ist erhalten geblieben. Die He 70 war ein Geniestreich und sie legte den Grundstein für eine Denkweise, die Deutschland teuer zu stehen kam. Ein Geschenk und ein Fluch, beides zur selben Zeit. Das war die Heinkel He 70, ein Flugzeug, das in kürzester Zeit die Welt der Luftfahrt veränderte und dessen Schatten weit über seine eigene kurze Karriere hinausreichte. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und bis zum nächsten Mal.